Porsche 911 Dakar. Porsche feiert bei der Los Angeles Auto Show eine Weltpremiere der ganz besonderen Art. Der neue Porsche 911 Dakar fühlt sich abseits befestigter Wege genauso zu Hause wie auf der Straße. Das exklusive, auf 2500 Einheiten limitierte Modell zeigt nicht nur, dass es für das Konzept des Porsche 911 kaum Grenzen gibt. Es erinnert auch an den ersten Gesamtsieg von Porsche bei der Rallye Paris-Dakar 1984, gleichzeitig die Geburtsstunde des Allradantriebs im Porsche 911. Daher wird der neue 911 Dakar optional mit einem Rallye-Design-Paket angeboten, das an das ikonische Siegerauto von 1984 erinnert. Was beim Porsche 911 Dakar sofort ins Auge sticht, ist seine Bodenfreiheit. Sie liegt um 50 mm höher als bei einem 911 Carrera mit Sportfahrwerk. Darüber hinaus kann das serienmäßige Liftsystem den Vorder- und Hinterwagen um weitere 30 mm anheben. Damit erreichen Bodenfreiheit und Rampenwinkel das Niveau eines klassischen SUV. Das Liftsystem dient nicht nur zum langsamen Überqueren von Hindernissen, sondern ist integraler Bestandteil des neu abgestimmten Fahrwerks. Die Einstellung Hochniveau ist bis zu einem Tempo von 170 km/h für ambitionierte Offroad-Fahrten verfügbar. Wird diese Geschwindigkeit überschritten, senkt sich der Wagen automatisch wieder auf Normalniveau ab. Zum sportlichen Offroad-Auftritt passen die speziell entwickelten Reifen vom Typ Pirelli Scorpion All-Terrain Plus. Vorn in der Dimension 245/45 ZR19, hinten in 295/40 ZR20. Das grobe Profil hat eine Tiefe von 9 mm, die verstärkten Seitenwände und die Laufflächen bestehen aus 2 Karkassenlagen. Damit ist der Reifen des Porsche 911 Dakar auch für herausfordernde Geländebedingungen geeignet und weist eine hohe Schnittfestigkeit auf. Optional sind Sommer- und Winterreifen vom Typ Pirelli P Zero erhältlich, ebenfalls mit 2 Karkassenlagen. Der 3 Liter große Biturbo-Sechszylinder mit 480 PS bzw. 353 kW und einem maximalen Drehmoment von 570 Newtonmeter liefert souveräne Fahrleistungen mit präsentem und emotionalem Boxersound. Aus dem Stand beschleunigt er den neuen Sportwagen binnen 3,4 Sekunden auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit ist aufgrund der All-Terrain-Reifen auf 240 km/h begrenzt. Standardmäßig ist der Porsche an einen 8-Gang PDK und den Porsche Allradantrieb gekoppelt. Zusätzlich zählen die Hinterachslenkung, die Motorlager aus dem 911 GT3 und die Wankstabilisierung PDCC zum Serienumfang. Das Zusammenspiel aller Komponenten versetzt den 911 Dakar in die Lage, auf Sand und Schotter ebenso dynamisch unterwegs zu sein wie auf der Nordschleife. Der maximalen Performance im Gelände dienen auch 2 neue Fahrmodi, die mit dem Drehschalter am Lenkrad ausgewählt werden können. Der Modus Rallye ist für den losen, unebenen Untergrund geeignet, mit besonders hecklastig ausgelegtem Allradantrieb. Im Modus Offroad wird automatisch das Hochniveau aktiviert. Dieser Modus ist auf maximale Traktion in schwerem Gelände und im Sand ausgelegt. In beiden neuen Fahrmodi ist auch die neue Rallye Launch Control zuschaltbar. Sie sorgt für eindrucksvolle Beschleunigung auf losem Untergrund und lässt einen Radschlupf von rund 20% zu. Weitere Erkennungszeichen des 911 Dakar sind der neu entwickelte feststehende Leichtbauheckspoiler aus CFK sowie die aus dem 911 GT3 übernommene CFK-Fronthaube mit markanten Abluftöffnungen. Außerdem gibt es serienmäßig Offroad-typische Details wie die roten aus Aluminium geschmiedeten Bergeösen vorne und hinten, die Verbreiterungen von Radhäusern und Schwellern sowie die aus Edelstahl gefertigten Schutzelemente am Bug, Heck und Schwellern. Außerdem sind die seitlichen Lufteinlässe an der neu gestalteten Front mit Edelstahlgittern vor Steinschlag geschützt. Das Dach des Porsche 911 Dakar trägt hinten sichtbar einen 12 Volt Stromanschluss für die Scheinwerfer des optionalen Dachkorbs. Mit einer Zuladung von 42 Kilogramm kann er das Rallye-typische Zubehör wie Benzin- und Wasserkanister, Klappspaten und Bergeboards problemlos aufnehmen. Auch ein Dachzelt ist für den 911 Dakar verfügbar. Im Interieur unterstreicht der 911 Dakar seinen sportlichen Anspruch mit serienmäßigen Vollschalensitzen und dem Entfall der Rücksitze. Leichtbauverglasung und eine Leichtbaubatterie senken das Gewicht weiter, sodass der Porsche 911 Dakar mit 1605 Kilogramm nur 10 Kilo schwerer als ein 911 Carrera 4 GTS mit PDK ist. Klares Erkennungsmerkmal im Dakar-Interieur ist die serienmäßige Racetex-Ausstattung mit Ziernähten in der Farbe Shade Green, die exklusiv für den 911 Dakar auch als Metallic-Außenlackierung angeboten wird. Optional ist das Rallye-Sportpaket mit Überrollbügel, 6-Punkt-Gurten und Feuerlöscher verfügbar. Kern des optionalen Rallye-Design-Pakets der Porsche Exclusive Manufaktur ist eine Zweifarbenlackierung in Weiß Enzianblau Metallic. Hier setzt Porsche erstmals die Kombination aus Bicolor-Lackierung und Dekorfolierung in Serie um. Auf der Fahrzeugflanke kann der Kunde eine individuelle Startnummer zwischen 0 und 999 auswählen. Neben den Rallye-Streifen in Rot und Gold trägt der 911 Dakar mit Rallye-Design-Paket
dessen Optik an das Siegerfahrzeug der Rallye Paris-Dakar 1984 angelegt ist, auch den Schriftzug Rough Roads auf den Türen. Der Begriff ist als Markenname geschützt und spiegelt das Konzept des 911 Dakar und seine Eignung für den Einsatz abseits befestigter Straßen wider. Die weiß lackierten Felgen und das im Gegensatz zum Serienfahrzeug rote Heckleuchtenband runden den eigenständigen Auftritt ab. Im Interieur finden sich weitere Highlights, erweiterte Racetags und Lederumfänge sowie Sicherheitsgurte und Akzente in Shark Blue. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem neuen Porsche 911 Dakar. Der 911 Dakar fühlt sich abseits befestigter Straßen genauso zu Hause wie auf Landstraßen. Dass er sich abseits dieser nicht befestigten Straßen so wohl fühlt, ist ganz wesentlich das Ergebnis einer Reihe von technischen Maßnahmen, die wir umgesetzt haben. So ist die Fahrzeughöhe des 911 Dakar gegenüber einem 911 Carrera mit Sportfahrwerk um 50 mm höher. Darüber hinaus haben wir die Möglichkeit, über das serienmäßige 4-Corner-Lift-System die Höhe um weitere 30 mm anzuheben. Diese 30 mm sind bis zu einer Geschwindigkeit von 170 km/h verfügbar, sodass dem Kunden in schweren Offroad-Bedingungen maximaler Fahrspaß zur Verfügung steht. Oberhalb der Geschwindigkeit von 170 km/h fährt das Fahrzeug automatisch wieder in seine Normalposition zurück. Wir haben für den 911 Dakar einen neuen Reifen entwickelt, den Pirelli Scorpion All-Terrain Plus mit einer Profiltiefe von 9 mm und verstärkten Seitenwänden. Damit ist es uns möglich, auch in schwerem Offroad-Gelände wirklich mit maximaler Sicherheit zu fahren. Ich selber konnte mich schon in der Wüste davon überzeugen, dass mit diesem Reifen wirklich unglaubliches Fahrerlebnis und Fahrvergnügen spürbar ist. Darüber hinaus ist dieser Reifen bis zu einer Geschwindigkeit von 240 km/h zugelassen. Und auch auf Landstraßen und auf Autobahnen kann man hier wirklich mit einer hohen Dynamik, mit einem unglaublichen Fahrkomfort die Straßen genießen. Der 911 Dakar wiegt 1605 Kilogramm und ist damit lediglich um 10 Kilogramm schwerer als der 911 Carrera 4 GTS mit PDK. Das Ganze haben wir geschafft, indem wir Leichtbaumaßnahmen umgesetzt haben. Zum einen den feststehenden Heckflügel in CFK. Wir haben den Deckel vorne in CFK. Das ist der Deckel aus dem 911 GT3. Wir haben am Fahrzeug Leichtbauverglasung und wir haben Sportschalensitze im Interieur und wir haben die Rücksitzanlage entfallen lassen. Für die Offroad-Fähigkeit ist am Fahrzeug sowohl am Schweller ein Aluminiumblech dargestellt, am Bugteil haben die Ingenieure aus Weissach ein Edelstahlblech umgesetzt, das letztendlich nochmal Schutz bietet, und das Gleiche haben wir auch am Heckteil. Das Fahrzeug hier ist im Rallye Design Paket dargestellt. Dieses erinnert an den legendären Gesamtsieger der Rallye Paris-Dakar von 1984. Wir haben eine Zweifarbenlackierung in Weiß und Enzianblau mit einem aufgeklebten Dekorstreifenset in Rot und Gold. Wir haben auf der Seite die Startnummer, die für den Kunden von der Nummer 1 bis 999 verfügbar ist, und haben den Rough Roads Porsche Schriftzug an der Seite. Und in diesem Rallye Design Paket ist das Fahrzeug wirklich ein absolutes optisches Highlight. Passend für ein so exklusives und sportliches Fahrzeug haben wir die Vollschalensitze, wir haben die Rücksitzanlage entfallen lassen und wir haben einen Überrollbügel im Fahrzeug. Darüber hinaus haben wir die Racetags-Ausstattung im Dakar-Fahrzeug. Die Ziernähte und die Gurte sind hier passend zum Exteriordesign in Blau dargestellt. Ein nettes Detail haben wir noch. Das Reifenprofil und den Rough Road Schriftzug projizieren wir beim Aussteigen und beim Öffnen der Tür auf die Straße. Der 911 Dakar hat den 3,0 Liter Biturbomotor aus den GTS-Modellen mit 480 PS und 570 Newtonmeter, zusätzlich das 8-Gang PDK-Getriebe serienmäßig. Wir haben
Die Motorlage aus dem 911 GT3, PDCC und serienmäßig die Hinterachslenkung. Und weiterhin haben wir im 911 Dakar serienmäßig die Sportabgasanlage. Ein feines, aber funktional sehr wichtiges Detail im neu gestalteten Heckteil ist die aus Aluminium geschmiedete Bergeöse, die wir gleichermaßen auch am Bugteil haben. Auf dem Dach haben wir die 12-Volt-Steckdose, die die Zusatzscheinwerfer im Dachkorb mit Strom versorgt. Natürlich gibt es auch wieder eine passende Uhr exklusiv für Kunden des 911 Dakar. Diese ist von Porsche Design Timepieces und ist exakt abgestimmt auf das Design des Fahrzeugs.